Erstmal anschnallen. Das ist für uns heute natürlich selbstverständlich, aber in einem Auto der 50er Jahre war das in der Tat eine Pioniertat, die Volvo aber damals schon geleistet hat im Jahr 1959, als die Amazon das erste Auto mit serienmäßigen Dreipunktgurten war. Und zum Beispiel auch eine gepolsterte Armaturenbrettauflage war damals noch nichts Selbstverständliches, sondern wirklich ein außergewöhnlich fürsorgliches Ausstattungsdetail. Die Geschichte der Volvo Amazon ist eine lange und sehr interessante Geschichte. Wir rollen sie auf. Ihr Design, ihre Technik, das Fahrgefühl damals und heute, damit beschäftigen wir uns jetzt gleich. Und in der Tat, wir haben hier ein Auto der 50er Jahre, aber eines, das ein sehr, sehr langes Leben hatte, gebaut bis 1970 in einer Auflage von 660.000 Exemplaren. Und Langlebigkeit war auch ein zentrales Argument in der Geschichte der Amazon. Es war damals in den 60er Jahren normal, einen Mittelklassewagen nach 7, nach 8 oder 9 Jahren wegzuwerfen, einfach weil er durchgerostet und verschlissen war. Da war die Volvo Amazon wirklich ihrer Zeit voraus als echtes Langzeitauto, das damals nach Untersuchungen des schwedischen TÜV 17 Jahre lang am Straßenverkehr teilgenommen hat. Das hat auch ein Mercedes damals oder ein BMW oder die anderen Premium-Marken bei weitem nicht erreicht. Und Volvo-Kenner schätzen bis zum heutigen Tag, nehmen immer noch rund 100.000 Volvo Amazon-Exemplare rund um die Welt am Straßenverkehr teil. Also wirklich ein interessantes, ein langlebiges und doch sehr charmantes Auto. Schauen wir uns mal um in der Volvo Amazon. Das ist noch kein wirklich großes Wunder an Raumökonomie. Das sieht man an der Art und Weise, wie ich hier im Auto sitze. Also vor einem großen und steil stehenden Lenkrad mit nicht allzu viel Platz für die Beine und auch in einer sehr steilen Sitzposition. Auch das Lenkrad selbst mit seinem Hubring ist sicherlich noch keine Pioniertat der Sicherheitsforschung. Alles das entspricht dem Standard der 50er Jahre. Was dem Standard der 50er Jahre in der Tat nicht entspricht, ist die außergewöhnlich gute und gewissenhafte Verarbeitung, die wir hier sehen. Die Sicherheit war sicherlich ein wichtiger Aspekt, aber dass so ein Auto einfach unheimlich lange hält und lange genutzt werden kann, war damals das zentrale Argument, das Volvo mit der Amazon auch in Deutschland groß gemacht hat. Denn tatsächlich die Buckelmodelle der 50er Jahre haben hier nur eine Nischenrolle gespielt und die Deutschen haben erst mit der Amazon auch mit ihrem Design angefangen, diese schwedische Qualitätsmarke als echte Alternative wahrzunehmen. Ganz typisch Volvo Amazon ist auch der lange Schalthebel, der hier aus dem Mitteltunnel wächst, aber direkt ins Getriebe wirkt. Das heißt, ich habe keine lange Übertragung und keine Hebelei und erst recht keine Lenkradschaltung, wie sie damals ja in den 60er Jahren noch Mode war, sondern eine sehr präzise Schaltung, die zwar auf langen Wegen operiert und relativ viel Nachdruck braucht, aber eben sehr exakt funktioniert, was damals auch die große Ausnahme war in dieser Klasse. Ansonsten alles so ein bisschen uneinheitlich noch. Ganz süßes Detail, die Amazon ist zweisprachig. Hier auf den Lüftungshebeln steht schon Air und Temp und Defrost. Gleichzeitig steht da aber noch Wärm und Kalt. Und das Benzin hier in der Spritanzeige wird mit S geschrieben. Benzin, die Lüftung heißt Flecked. Das Licht heißt News, das heißt, die Amazon spricht gleichzeitig Englisch und Schwedisch und noch lange nicht Deutsch und arbeitet noch lange nicht mit den heute üblichen Piktogrammen. Das heißt, die Schweden haben gemerkt, dass sie ihr Auto auch in Amerika gut verkaufen können und in der Welt, haben aber noch an ihrer Heimatsprache festgehalten. Das Auto ist so schön, es sieht fast aus wie ein Pin-Up. Es muss hässlicher werden. Das ist eines der schönsten Zitate aus der Volvo Amazon-Geschichte. Und gesagt hat das Assa Gabrielsson, einer der beiden Gründer der Marke Volvo. Er fand das Auto einfach zu eitel. Glücklicherweise hat Jan Vilsgaard, der Designer der Volvo Amazon, nicht drauf gehört. Das heißt, das Auto ist nach seinem Entwurf dann später auch in Serie gegangen. Jan Vilsgaard war eigentlich kein Designer, sondern von Hause aus Bildhauer. Und er hat sich, wie er später gesagt hat, beim Design der Amazon orientiert an einem gut gebauten menschlichen Körper. Glücklicherweise hat er aber auch auf die internationale Konkurrenz geschaut. Das heißt, die typische Frontgrafik der Volvo Amazon war inspiriert von den damaligen amerikanischen Chrysler-Modellen, dem 300 zum Beispiel. Die gepfeilte Form der Motorhaube war so ein bisschen angelehnt
an die Simca-Modelle aus Frankreich, die damals in Schweden sehr populär waren. Eine echte Spezialität damals in der Mittelklasse der 50er Jahre waren die großen 15 Zoll Räder. Die Deutschen fuhren damals fast alle auf 13 Zoll und das ist natürlich ein Hinweis auf das Schlechtwegeland Schweden und seine typischen Gepflogenheiten. Und ganz klassisch Volvo Amazon, natürlich die bezonte Schulter, die hohe Gürtellinie, die damals typisch wurde und ein klassisches Designmerkmal wurde für die Marke Volvo für viele, viele Jahrzehnte. Jetzt gehen wir mal nach hinten, da gibt es auch was zu erzählen. Das Heckdesign der Volvo Amazon ist ein freundlicher Gruß von Göteborg nach Bremen, weil es ist natürlich kein Zufall, dass das Heck der Amazon so ein bisschen und nicht nur ein bisschen an die Borgward Isabella erinnert. Die Borgward Isabella mit ihrem gerundeten Kofferraumdeckel, mit ihren angedeuteten Heckflossen und ihren kleinen Rückleuchten war damals auch in Schweden und in Skandinavien ein überaus populäres Auto gewesen. Alles natürlich in einer Designschule. Die Isabella ist von 1954, die Amazon von 1956. Das hat den Leuten also auch 2 Jahre später noch ganz gut gefallen. Jetzt könnten wir uns heute natürlich fragen, warum nirgendwo Amazon am Auto steht. Vorne steht Volvo P121, Personenwagen, 120er Serie, hinten steht B18. Das ist natürlich kein Zufall, weil der Name Amazon durfte nicht offiziell verwendet werden. Amazon war damals noch kein weltumspannender Versandhändler, aber ein Mopedhersteller aus dem Schwäbischen. Und der hat damals Volvo verboten, den Namen Amazon offiziell zu benutzen. Hinten steht B18, das ist ein Hinweis auf den B18 Motor, 1,8 Liter. Und den schauen wir uns jetzt gleich ein bisschen genauer an. So, es ist nicht besonders spektakulär, was es hier zu sehen gibt. Ein 1,8 Liter Motor, Bauernmotor hat man in den 50er Jahren dazu gesagt. Zentrale Nockenwelle, Stoßstangen und Kipphebel, also wirklich nichts Besonderes. Hier 75 PS stark. Angefangen hat die Geschichte der Volvo Amazon sogar noch milder mit 1,6 Litern Hubraum und 60 PS. Und dann später gab es dann mal 2 Liter Hubraum und bis zu 100 PS. Das heißt, ein richtiger Asphaltbeißer war dieses Auto nie. Auch wenn in den 60er Jahren die Fahrleistungen für so ein gewisses sportliches Image gesorgt haben. Viel interessanter ist es tatsächlich ein Motor, der 2, 3 oder 400.000 Kilometer ganz entspannt abspult. Was er nicht ist, ist ein Wunder an Laufkultur. Also besonders das kernige Geräusch, das Ansauggeräusch kann auf der Langstrecke ganz schön nerven und sehr markant sein. Aber damals waren alle Autos laut und das hat nicht weiter gestört. Sehr beeindruckend übrigens, wenn man die Haube zuwirft, dann sieht man, welche Materialstärken damals im Spiel sind. Also das ist auch so ein Amazon-Charakteristikum. Wirklich dickes Blech, das auch genauso klingt, wenn man die Türen schließt, Geldschrank oder die Motorhaube zumacht. Ja, dann fahren wir mal. Dieses Video wird unterstützt von der Württembergischen Versicherung. Die Württembergische ist der Experte für Oldtimer-Versicherungen und das schon seit 1986. Über 3000 Agenturen im ganzen Land sind die richtigen Ansprechpartner, wenn es um Oldtimer-Versicherungen geht. Ganz egal, ob es echte Klassiker sind oder Youngtimer, ob es um einen Ackerschlepper oder um einen Supersportwagen geht, um eine Volvo Amazon oder um einen Benz. Die Württembergische weiß immer Bescheid. So, dieses Mal aber richtig anschnallen. Und los geht's. Ja, typisch Volvo Amazon ist diese steile Sitzposition hinter dem steil stehenden und riesengroßen Lenkrad. Anscheinend waren die Menschen in Skandinavien damals ein bisschen kleiner. Also weiter komme ich mit dem Sitz nicht zurück. Man muss sich da ein bisschen dran gewöhnen. Sitzt dann aber sehr gut auf unglaublich komfortablen Polstern, auf tollen Sitzen, die übrigens auch schon eine Lordosenstütze haben. Also zumindest bei den späteren Amazonen wie dieser. Also nicht nur
die Sicherheitsgurte sind serienmäßig, sondern schon eine Rückenstütze. Damit war Volvo damals wirklich allein, auch unter den Hochpreismarken. Also Mercedes beispielsweise oder BMW hatte sowas nicht zu bieten, auch die Amerikaner nicht. In puncto Sitzkomfort war die Amazon also wirklich ihrer Zeit weit voraus. Aber Komfort heißt bei einem Volvo der 50er und 60er Jahre nicht gleichzeitig Leichtgängigkeit. Es ist alles hier so ein bisschen schwergängig und bietet Widerstand. Das beginnt bei der Lenkung, die also gewisse Bedienungskräfte erfordert, aber auch beim Schalten zum Beispiel. Das ist zwar jetzt nicht schwer, aber man muss schon mit Nachdruck hier den Hebel durch die Gassen bewegen. Das ist alles präzise, weil ja der Schalthebel tatsächlich direkt ins Getriebe führt, ohne irgendwelche Umwege oder Umlenkungen oder gar eine Lenkradschaltung, wie sie in den 60er Jahren ja bei anderen Herstellern noch angesagt war. Aber man führt diesen Schalthebel schon mit Bedacht und auch mit ein bisschen Kraft. Das heißt, alles hat so eine gewisse Grundbehäbigkeit bei der Amazon, aber auch eine ungeheure Solidität. Wenn wir hier, ich meine, wir haben jetzt nicht die allerschlechteste Landstraße, wir hören aber tatsächlich von der Karosserie kein Mucks, kein Zirpen, gar kein Geräusch. Also das Auto ist wirklich eine feste Burg, was auch in den 50er und 60er Jahren schon außergewöhnlich war, weil es natürlich sehr viele Hersteller gab, die damals schon auf Großserie, auf Leichtbau aus waren. Und man hat damals im Wirtschaftswunder ja schon den Qualitätsverlust der Autos beweint, weshalb eine Fachzeitschrift über die Amazon geschrieben hat, dieses Auto ist eine Fluchtburg für die Qualitätsvertriebenen des Wirtschaftswunders. Große Worte und natürlich ein Tritt gegen das Schienbein der deutschen Hersteller, aber genauso hat man die Amazon damals erfunden. Ein Auto, das in der Art in der alten Schule gebaut war, mit einer Solidität, die an Vorkriegsautos erinnert und nicht an die Flüchtigkeit der 60er Jahre, wo es ja auch schon Fachkräftemangel gab und wirklich die Massenproduktion zum ersten Mal richtig zur Hochform aufgelaufen ist. Bemerkenswert an der Volvo Amazon ist ja auch der Umstand, dass es praktisch keine optische Modellpflege gegeben hat in all den Jahren. Also 14 Jahre Bauzeit, aber das Auto ist sich komplett treu geblieben und auch bis in die Details gleich geblieben. Das heißt, wir sitzen in einem Auto der 60er Jahre, das aber das Fahrgefühl der 50er vermittelt, auch so eine gewisse Hochbordigkeit. Also zum Beispiel die hohe Gürtellinie, die dann später ja zum Volvo-Markenzeichen geworden ist. Auch dann bei späteren Volvo-Modellen die verhältnismäßig kleinen Fenster, relativ dicke Fensterpfosten, alles das vermittelt auch so eine Geborgenheit und Sicherheit, so ein Sicherheitsgefühl, das dann Volvo typisch geworden ist und das die Kunden damals nicht als Nachteil eines altmodischen Autos aufgefasst haben, sondern einfach als Vorteil eines sicheren und Langzeitautos. Das war damals die Marktnische, die Volvo bedient hat und dann später in den 70er Jahren mit den 140er und 240er Modellen dann auch zur Perfektion geführt hat. Aber nicht zur stilistischen Perfektion, weil vom Design her unerreicht ist natürlich die Amazon in ihrem ganz klassischen 50er Jahre Design, das sich auch innen nicht verändert hat. Also wir haben jetzt zum Beispiel hier den klassischen rot züngelnden Balkentacho. Das ist ein ganz typisches Stilmerkmal der 50er Jahre und das hat Volvo einfach bis in die frühen 70er durchgehalten, ohne wie andere Hersteller zu Rundinstrumenten zurückzukehren. Da waren die Schweden auf bewundernswerte Weise stur und das schafft natürlich hier den spezifischen Reiz einer Volvo Amazon, ein Auto, das sich standhaft geweigert hat, mit der Zeit zu gehen. Tester haben damals gerne auch vom Hauch von Lastwagen gesprochen, den so ein Volvo ausstrahlt und die meinten damit insbesondere das relativ markige Laufgeräusch. Das hat diese Amazon nicht, weil sie nachträglich sehr aufwendig gedämmt worden ist. Normalerweise ist die Amazon ein relativ lautes Auto, auch schon bei Landstraßentempo, also insbesondere mit einem sehr kernigen Ansauggeräusch, was typisch ist. Man hört auch immer so ein bisschen den Ventiltrieb tickern bei den Amazonen. Diese hier hat man also ganz gut zur Raison gebracht, also sicherlich aber nicht ganz ohne Aufwand mit nachträglichen Dämmungsmaßnahmen im Zuge der Restaurierung.
Normalerweise hat man sich bei der Volvo Amazon, weil sie auch relativ kurz übersetzt ist, auch immer einen zusätzlichen Overdrive, den es ab Werk gegeben hat, gewünscht. Und bei deutschen Autobahngeschwindigkeiten konnte die schon einem beschallen, bis man dann irgendwann bereit war, auf Fernstrecken die Tinnitus Hotline anzurufen. Ich habe das in allerbester Erinnerung, weil ich habe in den 90er Jahren so ein Auto gefahren, auch mit dem B18 Motor und ohne Overdrive, und weiß noch, dass man immer so ein bisschen geschafft ausgestiegen ist. Also Respekt oder großes Kompliment an den Vorbesitzer, der diese Amazon tatsächlich zur Ruhe gebracht hat. Und das Volvo Amazon-Gefühl, das ich noch aus den 90er Jahren kenne, kommt tatsächlich in diesem Auto sofort zurück, weil man möchte überhaupt nicht schnell sein. Man fährt also hier auf der Landstraße mit 60, 70 Stundenkilometer und hat überhaupt nicht das Gefühl, schneller sein zu wollen. Das ist so ein Auto auch wahrscheinlich durch die Sitzposition und durch die Art und Weise, wie man sich geschützt fühlt und abgeschirmt fühlt von der wirklichen Welt da draußen. Es ist einem vollkommen wurscht, dass alle anderen schneller sind. Also hier zieht man wirklich mit Landstraßentempo 80, 90 seine Bahnen und ist auf der Autobahn damit zufrieden, ein bisschen schneller als die Lastwagen zu sein. Also ein Auto, das auch ganz wunderbar entschleunigend wirkt. Man muss es einfach mal ausprobieren. Also ich habe das Gefühl jetzt länger nicht mehr verkostet und bin spontan wieder sehr angetan davon. Ja, wer nicht nur das Design der 50er Jahre reizvoll findet, sondern auch das Fahrgefühl. Ein Fahrgefühl ohne irgendwelche Unterstützungen oder Servohilfen. Und wer womöglich sogar einen Hauch von Lastwagen beim Fahren durchaus reizvoll findet, der sitzt in so einer Volvo Amazon heute noch genauso richtig wie in den 50er, 60er und 70er Jahren. Es ist tatsächlich so, dieses Auto eignet sich bis heute als Alltagsklassiker. Die Mechanik macht es mit und die Ersatzteilsituation ist immer noch gesichert und die Preise sind noch nicht durch den Himmel geschossen, also noch immer eine reizvolle Wahl für Leute, die keinen Youngtimer suchen, sondern einen echten Klassiker, der den Stil und das Fahrgefühl der 50er und 60er Jahre repräsentiert. Wer auf nachhaltige Autos steht, der könnte auch mal bei uns hier auf dem Kanal der Bremen Classic Motor Show reinschauen. Da beschäftigen wir uns mit dem Mercedes W123 als Diesel und als Benziner und auch mit seiner Nachhaltigkeit und mit seiner Wirtschaftlichkeit. Wir sehen uns irgendwo unterwegs, bleibt dran und bis bald.